Ja, ich will. Es handelt sich um einen Fehlalarm. Ich wiederhole, es gibt keinerlei Gefahr. Der Unterricht kann problemlos fortgesetzt werden. Ihr habt gehört, was der Direktor gesagt hat. Wir schreiben weiter. Das kann doch nicht wahr sein. Sollte dieser falsche Alarm sich als Scherz eines Schülers herausstellen, habe ich dafür keinerlei Verständnis. Wieso schreiben wir die Arbeit nicht neu? Ich bin völlig aus dem Konzept. Ich fange nicht nochmal von vorne an. Streber. Nachdem wir uns jetzt alle wieder beruhigt haben, wird die Arbeit jetzt fortgesetzt. Ihr habt auch extra Zeit. 10 Minuten. Lisa, du bist schon fertig. Das sah vorhin noch anders aus. Mehr geht nicht. Du weißt, was das bedeutet. Eine 6 mit Anlauf. Was ist passiert? Das war's. Susanne lässt mich niemals nach Boston. Ich werde Konstantin nicht sehen. Frau Kepler, bringen Sie doch bitte meinen Sohn ins Schloss, ja? Damit wirst du nicht durchkommen, Ansgar. Tanja, du solltest es besser wissen. Ich komme immer damit durch. Warum weißt du eigentlich nie, wenn du verloren hast? Ich kann nicht verlieren, weil ich niemals aufgeben werde. Irrtum. Du hast verloren. Du siehst das Kind nie wieder. Ich werde ihn mir zurückholen. Du sollst dich besser benehmen, Tanja. Du darfst das Kind nur unter Aufsicht des Jugendamtes sehen. Und das Jugendamt sieht solche Auftritte wie deinen gar nicht gern. Du kannst nur hoffen, dass ich Streitmann nichts von deinem kleinen Ausfall hier erzähle. Bitte? Wenn wir Hawaii stornieren, müssen wir 30% des Preises bezahlen? Nein, wir sagen die Reise trotzdem ab. Wiederhören. Aasgeier. Du hast eure Hochzeitsreise abgesagt? Ist euch wohl das Geld ausgegangen, was? Ja, nach der Wahnsinnshochzeit kein Wunder. Ja, alleine was Andi verputzt hat, davon erholen wir uns die nächsten 10 Jahre nicht mehr. Dann macht ihr eben Urlaub auf Balkonien. Ja, bist du selber schuld. Jetzt sagt schon, warum fliegt ihr nicht mehr nach Hawaii? Wir haben einfach zu viele Termine. Nicht wahr, Schatz? Ja, deshalb ist es besser, wenn wir den Trip verschieben. Das wäre uns alles hier über den Kopf gewachsen. Seit wann seid ihr so planlos? Wieso? Kein Mensch ist so doof und peilt nicht, was für Termine er hat, wenn er so eine Reise plant. Ich würde die Termine absagen. Kommt schon, einmal muss die Liebe vorgehen. Der Job ist doch nicht alles. Typisch Vanessa. Was wollt ihr alle von mir? Vanessa hat wegen mir abgesagt. Mein Studium. Wenn ihr versteht, was ich meine. Die Klausuren stehen an. Das habt ihr bestimmt schon vorher gewusst. Vergessen. Vor lauter Liebe. Ihr kommt genau richtig. Essen ist gleich fertig. Klasse, was gibt's denn? Zur Feier des Tages Lisas Lieblingsgericht. Lisa, Susanne, gönn ihr doch mal einen Break. wie war die Mathearbeit? Könnt ihr das nicht nach dem Essen bequatschen? Trotzdem kann ich doch wissen, wie es gelaufen ist. Das fragst du noch. Du bist echt das Letzte!
Was ist los mit dir? Ich hatte keine Chance und trotzdem hast du mich in die Schule geschickt. Lisa, man kann sich nicht einfach nach Lust und Laune vor eine Arbeit rücken. Wegen dir kriege ich jetzt eine 6. Was ist denn so schlimm? Ich bleibe sitzen, darf nicht zu Konstantin. Das ist doch genau das, was du wolltest. So ein Unsinn. Ich hasse dich. Was sollen wir den anderen noch alles vorlügen? Hey, die Ausrede mit den Prüfungen haben sie doch geschluckt. Geschluckt? Andi hat uns angesehen mit 2 Vollidioten. Ja, das hat er morgen wieder vergessen. Und Jana und Coco? Die haben das Wasser noch nicht gesehen, das uns bis zum Hals steht. Im Nachhinein wäre es besser. Du hättest deine Mutter gesagt, wie unsere Lage ist. Zum Glück hat sie auf der Hochzeit nichts gemerkt. Das hätte doch nur wieder Stress mit deinem Vater gegeben. Ja, aber vielleicht hätte sie uns geholfen. Wir können zwar nicht nach Hawaii, aber eigentlich sieht's gar nicht so schlecht aus. Du bist echt süß. Wie kommst du denn jetzt darauf? Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und du lässt dir kaum was anmerken. Nur damit ich keine Angst habe. Nein, wirklich, Vanessa. Wir haben noch eine Chance. Ach, hast du noch ein Sparschwein, von dem ich nichts weiß? Einen guten Anwalt. Er bringt das geklaute Bild auch nicht zurück. Ja, dafür kennt er sich mit Haftungsklauseln sehr gut aus. Meinst du, wir müssen für das gestohlene Gemälde doch nicht haften? Und warum hat dein Vater keine Versicherung abgeschlossen? Dann hätten wir diesen ganzen Ärger jetzt nicht. Wer konnte ahnen, dass ausgerechnet in dem Museum eingebrochen wird, wo unsere Firma für die Sicherheit verantwortlich war? Ja, wahrscheinlich haben die Diebe gewusst, dass dein Vater die Geschäfte leitet. Und da haben die sich gedacht, hey, bei so einer Pfeife machen wir leichte Beute. Felix! Der ist doch wahr. Ja, und wenn du nicht auf diesen Betrüger hereingefallen wärst? Schon gut. Tut mir leid. Bevor wir uns jetzt verrückt machen, warten wir erstmal auf, was der Anwalt erreicht, okay? Wir kommen noch mit einem blauen Auge davon. Am liebsten würde ich abhauen. Aber wohin soll ich, wenn ich nicht zu Konstantin kann? Lisa, jetzt mach doch mal die Tür auf. Lisa, musste das sein? Du hast Susanne echt eins reingehauen. Selber schuld. Nee, das war eine Nummer zu krass von dir. Sie hat mich einfach in die Schule geschickt, obwohl sie wusste, dass ich Mathe verhaue. Du tust ja gerade so, als wär's ein Verbrechen, jemanden in die Schule zu schicken. Wegen ihr bleib ich sitzen. Klar, es sind immer die anderen. Ja! Du hast genau gewusst, worum es geht. Ich wollte doch lernen. Na, das hat man gemerkt. Mann, ich bin eingepennt. Und dafür gibst du jetzt Susanne die Schuld, ja? Fall du mir auch noch in den Rücken. Und du entschuldigst dich jetzt bei Susanne. Hau bloß ab! Ja. Herr Graf, die Bewerberinnen wären langsam soweit. Haben Sie das nicht vor einer Stunde auch schon gesagt, Frau Kepler? Wie lange wollen Sie die Damen noch warten lassen? Ach, wissen Sie, eine Person, die nicht mal eine Stunde warten kann, ist für diesen Job ohnehin nicht geeignet. Ja, schon gut, dann führen Sie halt die erste rein. Frau Hildegund Kniebig. Das sind die Referenzen der Dame. Ich mache gerne mit Kindern Schneckenrennen. Schneckenrennen? Ja. Zucht und Disziplin, darauf kommt's an. Ich weiß das, ich bin die Beste. Oh, es ist so eine wunderbare Schwingung hier. Schauen Sie, ich habe Ihnen meinen kleinen Buddha mitgebracht. Ja, Erziehung ist das halbe Leben. Also wenn sie gut erzogen werden, steht ihnen die ganze Welt auf. Ja. Hallo Felix. Und wie fühlt man sich als frisch gebackener Ehemann? Wunderbar. Das freut mich. Oh, ich habe auch was für Sie. Ja. Ach. Die Rechnung? Ja, aber ich denke, das war's wert.
Ich wollte mich noch mal bei Ihnen für die schöne Feier bedanken. Die Rechnung werde ich so schnell wie möglich begleichen. Ja, ja, es hat keine Eile. Möchten Sie was trinken? Espresso. Gerne. Na? Was wollt sie denn? Die Rechnung. So was Geldgieriges ist mir mein Lebtag noch nicht untergekommen. Frau Schneider hat uns einen Sonderpreis gemacht. Hier. Schau dir mal diese Frechheit an. Was soll das sein? Die Gehaltsaufstellung für unsere Mitarbeiter. Richtig. Das müssen wir auch noch bezahlen. Wir müssen gar nichts. Ich werde meine Schulden begleichen. Und damit basta. 1, 2, 3, 4, 5. Wieso zählst du? So viele sind wir doch immer. Heute sind wir nur zu dritt. Guten Ja, Tag. siehst du? Ja, und was ist mit den Kindern? Paul ist schon in der Schule. Lisa? Mich würde wundern, wenn sie mit uns frühstückt. Mathearbeit oder Liebeskummer? Sie hat gestern ihre Mathearbeit in den Sand gesetzt. Aha. Dass sie das den Appetit verschlägt, das kann ich gut verstehen. Ja, zumal sie Konstantin jetzt doch nicht in den Ferien sehen darf. Das hätte sie alles vermeiden können. Arno, jeder macht mal Fehler. Ja, nicht das ganze Jahr lang. Es tut mir für sie leid, wirklich. Sie hat gewusst, was auf sie zukommt. Ihre Versetzung ist gefährdet. Du weißt doch, wie Mädchen in dem Alter sind. Am liebsten würde ich sie 2 Wochen zu Konstantin lassen. Nein, das würde ich nicht. Auch jemand wie Lisa muss lernen, dass alles, was man tun oder lässt, Konsequenzen nach sich zieht. Trotzdem, ich weiß nicht, ob die Strafe nicht zu hart für sie ist. Das war noch Zeiten. Ja, doch. Also, ich hoffe, er hat's gut bei dir. Ja, Mann, mach dir keine Sorgen. Behandle ihn mit Respekt. Marsch. Sag mal, spinnst du? Sag mal, was macht denn dieser Schuhmacher für Arme in deinem Wagen? Andi, wo kommst denn du her? Ich bin vom Himmel gefallen. Nee, sag mal, das war doch deine Karre, oder nicht? Ja, ja, ist sie auch immer noch. Verleihst du die jetzt neuerdings an irgendwelche Schwachmaten? Das war Harry aus der Werkstatt. Harry aus der Werkstatt, alles klar. Genau. Der bringt gerade mein Baby zur Inspektion. War dein Baby denn nicht schon letzten Monat dort? Doch. Doppelt hält besser. Davon hast du natürlich keine Ahnung. Klar, ich bin ja auch ziemlich doof. Warum hat Kai dich eigentlich vorhin so blöd angegrinst? Keine Ahnung, der grinst doch immer so blöde. Ich wäre jetzt so gern bei dir in Paris. Ja. Ich dich auch. Tschüss. Oh, hallo zusammen. Hi. Hallo. Susanne? Entschuldigung. Wofür? Wegen gestern. Ich war so gemein. Nett hat sich das nicht angehört. Und was ich gesagt habe, Ja. vergiss das ganz schnell wieder. Ich wollte das nie sagen. Ich war einfach nur so sauer wegen Konstantin. Es war wirklich nicht so gemeint. Es tut mir super leid. Vergeben und vergessen. Und du bist mir nicht mehr böse? Nein. Helft ihr mir kochen? Klar. Papa und Elisabeth kommen gleich und dann können wir zusammen essen. Was gibt's denn? Pasta. Ich setz schon mal das Wasser auf. Du? Das war echt klasse von dir. Müsste eigentlich belohnt werden. Das ist kein Freundschaftsdienst, Tanja. Ich mach das nur für meinen Neffen. Naja, du bist der Einzige in der Familie, der sich ein bisschen für den Kleinen interessiert. Ich wünschte eben, er wäre bei dir und nicht bei Ansgar. Ich habe auch nicht vor, ihn Ansgar auf Dauer zu überlassen. Das Urteil des Gerichts wirst du trotzdem abwarten müssen. Meinst du nicht, ich kann ihn vor der Verhandlung noch mal sehen, heimlich? Das wird schwierig. Ansgar will heute ein Kindermädchen einstellen. Frau Kepler hat gestern den ganzen Tag irgendwelche Agenturen angerufen. Ein Kindermädchen. Ist das sein Ernst? Der Kleine braucht seine Mutter.
Damit du den kleinen Johannes nicht sehen kannst, würde Ansgar sogar Leibwächter engagieren. Ich kann nur hoffen, dass er ein Mädchen einstellt, die es wirklich gut mit dem Kleinen meint. Wann können Sie mir denn Bescheid geben? Um Himmels... Ich meine, bald. Sehr bald. Ja, wir melden uns dann. Ich bespreche mich dann mit den Grafen und dann rufe ich Sie sofort an. Vielen Dank. Sie hat die allerbesten Referenzen. Ach, um Gottes Willen, Frau Kepler, ich müsste sie doch jeden Tag anschauen. In 3 Königshäusern hat sie gearbeitet. Ja, fragen Sie mal unseren Freund Charles, was aus seinem Jüngsten geworden ist. Gott, nochmal, es geht doch schließlich um meinen Sohn. Der ist ein Lahnstein, dem kann ich doch nicht irgendwas vorsetzen. Ja, bringen wir es hinter uns. Wie viel haben wir denn noch? 8, 9? Ich glaube, das war die letzte Bewerberin. Nein, eine haben wir noch. Ja, ich freue mich schon. Darf ich vorstellen? Maike Breuer. Na also, da sind sich Vater und Sohn ja wohl einig. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made for hands and handles. In guten wie in schlechten Zeiten. Was ist los? Nichts? Sind bei euch schon die schlechten Zeiten angebrochen? Oder fandest du die Hochzeit im Nachhinein doch furchtbar? Quatsch, das war alles perfekt. Ja, fast alles. Wieso, was hat denn nicht gestimmt? Wieso dauern Hochzeiten nur einen Tag? Also wenn dir das zu kurz war, hättest du in Indien heiraten sollen. Da dauern die über eine Woche. Von mir aus könnte das ganze Leben lang Hochzeit sein. Wenigstens hast du das noch. Das ist eine Erinnerung fürs ganze Leben. Meine Oma hat ihr Hochzeitskleid auch noch. Echt? Das ist voll das scharfe Teil. Also wenn ich heirate, dann wollte sie es mir schenken. Kannst du dir mich in so einem Ding vorstellen? Du warst wunderschön darin. Danke. Dann werde ich mal losgehen und mir den passenden Bräutigam suchen. In guten wie in schlechten Zeiten. Also deine Pasta ist die beste. Das sagst du zu jedem, der den Nudeln kocht. Da hast du recht. Aber diese Nudeln waren wirklich ganz besonders gut. Ein Rezept von Lisa. Habe ich mir zusammen mit Konstantin ausgedacht. Oh. Konstantin kann bestimmt bald wieder nach Deutschland. Hm? Mal sehen. Ich habe eine Idee. Susanne, was hältst du davon, wenn ich die erste Hälfte der Sommerferien mit Lisa lerne? Was ich davon halte, ich finde das großartig. Solidarität unter Geschwistern? Traust du dem Braten? Klar, Lisa und ich will büffeln jeden Tag. Und dann besteht sie auch 100%ig die Nachprüfung in Mathe. Und müsste das Schuljahr nicht wiederholen. Prima, kann ich da nur sagen. Aber so wie ich dich kenne, hat die Sache einen kleinen, unbedeutenden Haken. Ja, aber nur einen ganz kleinen. Ja, der Braten. Also wenn ich Lisa fit für die Nachprüfung mache, darf sie dann die restlichen 2 Wochen zu Konstantin fliegen? Ja, Frau Breuer, ich bin ganz Ohr. Ich könnte den ganzen Tag mit Kindern zusammen sein. Sie geben einem so viel und deshalb bin ich nach dem Fachabi dann auch Erzieherin geworden. Ja, gut. Sehr gut. Natürlich möchte ich irgendwann eine eigene Familie haben mit vielen eigenen Kindern. Ja, Sie erwähnten vorhin, Sie wären schon mal verheiratet gewesen? Nur eine Jugendliebe, weiter nichts. Wir waren nach einem Jahr schon wieder geschieden. Na ja, das ganze Leben liegt ja noch vor Ihnen.
In so einem Ambiente zu arbeiten, das wäre schon toll. Wissen Sie, ich mag diese alten Filme, die auf Schlössern spielen und bei denen man immer so heulen muss. Ich hoffe natürlich, Sie müssen hier nicht die ganze Zeit heulen. Wissen Sie, für meinen Sohn wünsche ich mir vor allen Dingen ein fröhliches Kindermädchen. Heißt es, ich hab den Job? Sie können auf der Stelle anfangen. Danke. Ich danke Ihnen. Sie werden feststellen, dass ich Ihnen hier viele Freiheiten lasse. In einem Punkt allerdings kenne ich kein Pardon. Es geht um eine bestimmte Person. Sollte es Ihnen nicht gelingen, den Kleinen von ihr fernzuhalten, sind Sie auf der Stelle gefeuert. Die Mutter des Kindes. Sie können sich auf mich verlassen. Nichts anderes habe ich erwartet. Hier haben wir den kleinen Racker. Hallo. Hi. Maike. Ist noch was denn von da? Du magst doch gar keine Lasagne. Hunger treibt alles rein. Koch doch selber mal. Wen erwartet sie denn? Keine Ahnung. Ihr seid aber neugierig. Was machen die denn da? Sag mal, ist euer eigenes Leben so langweilig, dass ihr eure Nasen ständig in die Angelegenheiten anderer Leute stecken müsst, oder was? Ja. Tschüss. Zum Nachtisch könnte ich ja Kuchen holen gehen. Ich bin dabei. Was hast du der Frau denn gegeben? Das war doch dein Brautkleid. Ich hätte gern ein Stück Apfelkuchen. Hast du es ihr verkauft? Ja, sie wird ja hoffentlich nicht mehr heiraten. Wozu braucht sie das Kleid also noch? Du hattest heute auch so einen Briefumschlag in der Hand. Was für ein Umschlag? Du hast deine Karre verkauft. Vanessa, ihr Kleid. Und dann die abgesagte Reise. Was ist los mit euch? Ja, hallo, ich bin's, Maike. Ja. Ja, ich hab den Job. Du kannst selbst kaum fassen. Gut gemacht, Schwesterherz.